Assalamu alaikum, ahlan wa sahlan ya Shababs. Heute geht es um den US-amerikanischen Serienmörder Danny Rolling. Er ermordete in seiner kriminellen Laufbahn insgesamt 8 Menschen. Doch die kriminelle Laufbahn fing schon bei seiner Kindheit an. Denn wie wir es nicht anders kennen, hatte Danny eine schlechte Erziehung. Genauso wie John Wayne Gacy, über den wir schon letzte Woche ein Video hochgeladen haben. Zieht es euch auf jeden Fall rein. Danny Rolling kam im August 1955 als erstes Kind von Claudia und James Rolling zur Welt. Sein Vater, Officer bei der lokalen Polizei und Kriegsveteran, lässt von Beginn an Danny und seinen kleinen Bruder Kevin Rolling wissen, dass sie ungewollt sind. Er verbietet ihnen alle Art von Feiern im Haus, ist der gesamten Familie gegenüber gewalttätig und fesselt die Kinder auch mal, wenn sie ihm zu laut sind. Claudia versucht immer wieder, ihren herrschsüchtigen Mann zum Schutz der Kinder zu verlassen, doch sie kehrt immer wieder zurück zu ihm. Ein Selbstmordversuch, bei dem sie sich die Pulsadern aufschneidet, misslingt, da sie Danny fand und Hilfe holte. Bereits im frühen Teenageralter wird Danny Rolling immer wieder straffällig. Er nimmt Drogen, trinkt und begeht Raubüberfälle, immer wieder landet er deshalb im Gefängnis. Als eine seiner schönsten Kindheitserinnerungen sieht er, dass er mit 15 Jahren eine Gitarre geschenkt bekommen hat. Kinder, die eine schlechte oder grausame Kindheit hatten, neigen wohl viel eher dazu, schreckliche Dinge auch im Alter zu tun. Rolling schafft es sich nicht, in die Gesellschaft einzugliedern und längerfristig einem Job nachzugehen. Nach nur einem Jahr bei der US Air Force wird er wegen Befehlsverweigerung und Drogenkonsums aus dem Dienst entlassen. Er zieht zu seinem Großvater, wird gläubig und heiratet eine Frau namens Omartha Halko aus der Kirche. Nach der Geburt einer gemeinsamen Tochter wird Rolling jedoch wieder rückfällig, woraufhin seine Frau ihn verlässt. Mit dem Verlust seiner Familie kann er nicht umgehen. Er vergewaltigt eine Frau namens Sonja Larson, die seiner Ex-Frau ähnelt, und begeht immer wieder Raubüberfälle, wofür er 1979 inhaftiert wurde. Wieder auf freiem Fuß zieht er sich zurück in seine Heimatstadt Shreveport, Louisiana. Im November 1989 verliert er dort seinen Job in einem Restaurant. In dieser Nacht bricht er in ein Haus ein und tötet 3 Menschen. Diese Morde sollten jedoch erst Jahre später auf ihn zurückführen. Mehr dazu später. Nach einem Familienstreit im Mai 1990 schießt Rolling in den Bauch seines Vaters, der zwar überlebt, doch schwierige Schäden davon tragen muss. Denn durch den Streit verlor er ein Auge und ein Ohr. Jeder erntet das, was er sät. Der Vater hat ihn in der Kindheit dementsprechend behandelt und erntet jetzt das, was er gesät hat. Er verschwindet, reist durchs Land und begeht in der Zeit mehrere Einbruchsdiebstähle und bewaffnete Raubüberfälle. Am Ende nahm er sich den Flug nach Gainesville in Florida, wo er seine Mordserie fortsetzte. Rolling haust in einem verlassenen Waldstück in der Nähe der University of Florida in Gainesville. Dies ist eine öffentliche Universität für Studenten in Florida. Ende August 1990 setzte er das fort, was er schon begonnen hatte. Am 24. August 1990 bricht er in eine Wohnung ein, in dem die 18-jährige Christa Hoyt und die 17-jährige Christa Powell lebten. Rolling fesselt beide im Schlaf, vergewaltigt und erstach sie. Danach verstümmelt er ihre Körper und stellt die Leichname mit gespreizten Beinen zur Schau. Was ein kranker Nur einen Tag später bricht er in die Wohnung einer 18-jährigen Studentin ein. Rolling wartet, bis sie nach Hause kam. Er packt sie von hinten, als sie die Wohnung betritt. Wie schon bei den beiden Morden zuvor klebt er ihren Mund zu, fesselt sie, schneidet ihre Kleidung vom Leib und vergewaltigt sie. Danach dreht er ihren Körper auf den Bauch und sticht mehrfach auf ihren Rücken. Rolling verstümmelt ihren Körper und stellt ihren abgetrennten Kopf auf einem Regal zur Schau. Wie krank, wie kaputt musst du sein? Die 3 Leichen wurden schnell gefunden. In Gainesville herrschte große Angst unter den Studenten. Viele verließen die Stadt vor Angst, der nächste Opfer zu sein. Trotzdem schafft es Rolling, 2 weitere Morde zu begehen. Am 27. August tötet er die 23-jährige Tracy Pauls und dessen Mitbewohner Manuel Taboada. Diese verbarrikadierten sich in ihrem Zimmer, doch Rolling bricht die Tür. Wieder geht er ähnlich vor wie bei den Morden zuvor, jedoch mit der Änderung, dass er diesmal die Leichen in der Position liegen lässt, in der er sie tötete.
Alle 4 weiblichen Opfer der Mordserie hatten brünette Haare und braune Augen. Viel mehr wusste die Polizei zu diesem Moment nicht. 2 Studenten geraten in den Mittelpunkt der Ermittlungen, werden jedoch wegen mangelnden Beweisen wieder entlassen. Die Beamten wussten jedoch nicht, dass der Serienmörder Rowling in der Zeit als Soldat bei der Taskforce im Gefängnis saß, wegen Drogenkonsum und Raubüberfalles. Erst nachdem Rowling wegen seiner unzähligen anderen Verbrechen bereits mehrfach zu lebenslanger Haft verurteilt wird, wird er auch mit der Mordserie in Verbindung gebracht. Eine Durchsuchung seines Zeltplatzes bringt mehrere Beweisstücke, die mit den Gainesville-Morden in Verbindung gebracht wurden. Eine DNA-Analyse überführt ihn als Täter. Rowling bekennt sich vor Prozessbeginn für unschuldig. Ja klar, er hat das ja alles nur in seinen Gedanken gemacht. Er ist davon ausgegangen, dass er dadurch der Todesstrafe entgehen könnte. Obwohl seine Mutter dem Geschworenengericht alle Details über seine schwierige Kindheit nennt und ihm mehrere Psychologen eine Geisteskrankheit nachweisen, sieht die Jury, dass er sich der Taten bewusst war. Natürlich war er sich der Taten bewusst. Ich meine, er handelt ja nicht aus dem Affekt heraus. Man kann ja klar sagen, dass Menschen, die in einer gewissen Situation sich in die Ecke gedrängt fühlen werden oder irgendwas und aus dem Affekt heraus jemanden vielleicht eine Backpfeife geben, ja, das kann man ja vielleicht nachvollziehen. Aber der Typ, der macht eine ganze Mordserie und will sich als unzurechnungsfähig deklarieren. Rowling wird zum Tode durch eine Giftspritze verurteilt, genauso wie John Wayne Gacy. Zwar werden von den Ermittlern viele Parallelen zu den Dreifachmord in Rowlings Heimatstadt Shreveport, Louisiana im November 1989 gesehen, doch für diese Tat wird er wegen fehlender Beweise nie angeklagt. In einem Schreiben vor seiner Hinrichtung bekennt er sich jedoch auch der 3 Morde für schuldig. Die Jahre zwischen seiner Verurteilung im April 1994 und seiner Hinrichtung verbringt er damit, Songs und Gedichte zu schreiben und zu malen. Am 25. Oktober 2006 wird Danny Rowling mit einer tödlichen Injektion hingerichtet. Ich weiß nicht, ob die Todesstrafe die richtige Strafe ist, weil im Endeffekt existierst du ja nicht mehr. Ich finde, dass du in den Gefängnis kommst und in Einzelhaft gehst und da drin verrottest. Das wäre viel heftiger als der Tod, weil ich glaube, der Tod ist für diese Menschen eher eine Erlösung. Was denkt ihr darüber? Schreibt es unten in die Kommentare rein und tschüss.